So, ihr Lieben, wir haben ja hier noch mit jemandem zu quatschen, C2N2. Jetzt sage ich euch aber, ich hatte es schon gemacht und dann ist mein Rechner abgeschmiert und deswegen muss ich jetzt nochmal mit ihm quatschen und das machen wir auch gleich, denn er hat eine sehr, sehr interessante Quest für uns. There are so many people within this facility. I am truly beside myself with excitement at the sheer number of lives I can now make more comfortable. I have gathered all of my remaining comfort supplies in preparation. Unfortunately, there are not enough to completely pamper a facility of this size. But that is no excuse not to do everything I can. I simply need to be efficient and apply my efforts where they will provide the greatest joy. Perhaps you could help me, Master. As someone who knows the people here, you are well equipped to determine which comforts would be most suitable for each part of the base. Genau darum geht es nämlich. Er hat jetzt ganz, ganz viele tolle Sachen und die müssen wir jetzt unter unseren Leuten verteilen. Und ja, wie gut das beim letzten Mal lief, das sage ich mal an dieser Stelle nicht, sondern wir schauen einfach mal, wie wir es dieses Mal machen können. So, sounds like a good plan. I'll help. Excellent, Master. Let us begin at once. I shall explain each of the comfort-enhancing items available, and you will designate where to send them. No more than one per area, though. We must be fair. Ja, dann hau mal raus. I have several modified food processor control chips. These will produce low-calorie meals, which are still highly nutritious. I can personally construct some portable, non-perishable meals, allowing people to eat properly no matter where they might go. I have a variety of extra pillows and padding for seat cushions, a simple yet often overlooked method for enhancing contentment. Finally, I have a supply of synthetic Alderaanian nectar. I have no sense of smell, but I'm told its aroma is utterly sublime when run through air circulators. Okay. Also, der hat einmal Essen mit wenig Kalorien, so in diesen Computerchips da. Dann hat er einmal sehr, sehr nahrhaftes Essen zum anderen. Dann hat er noch Kissen und diesen Nektar. Where should we allocate the modified food processor control chips? Ja, diese Controlled Chips, die würde ich jetzt am besten mal zum Militär geben, zu Aigo. Denn dadurch können wir unsere Soldaten fit halten und sie haben jetzt nicht so viel Kalorien, das heißt, sie werden auch nicht fett. Ich denke, das ist ganz gut. Yes, Master. Where should we allocate the portable non-perishable meals? Die Portable Non-Perishable Meals. Das heißt jetzt die große Frage. Ich würde sie ja am besten Hilo geben, weil die mal gesagt hatte, dass sie Essen brauchen. Daran kann ich mich auch wirklich erinnern. Also die hat gesagt, ja, wir brauchen Essen. Ich würde einfach sagen, Dr. Ogorob bekommt den Nektar. Ich weiß sonst nicht, was ich mit dem Nektar machen soll. As you say, Master. Where should we allocate the additional seat cushions? Ja, die Kissen sind für Force Sensitives ganz gut. Die müssen meditieren, die sitzen also perfekt. Also, sitzen halt regelmäßig. Also insofern sind die perfekt für die. At once, Master. That leaves the Alderaanian nectar for Dr. Ogorob and the research lab. Ja, muss. Ich habe zwar keine Ahnung, was der mit Nektar möchte, aber wenn ich mich erinnere, kann es nicht sein, dass Hutten auf Nektar stehen? War da nicht was? Excellent, Master. I shall get started at once. You should check in with each of the specialists. I'm sure they'll wish to praise the improvements we've surely made to their daily lives. Let me know how it goes. Ja, das sollten wir wahrscheinlich mal am besten tun. Wieso kann ich jetzt eigentlich wieder mit dem quatschen? You should check in with each of the specialists. Okay. I'm sure they'll Ja, dann machen wir das natürlich, aber wieso hatten der jetzt... Ah, okay, entschuldigt. Wir hatten vorher noch was bekommen, nämlich einmal ein Geschenk für Lana und hier diese Supply Crates für Dr. Ogorob. Deswegen, ja, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr bekommen. Und ich habe hier mal geguckt, man kann hier dann auch Geschenke für die Gefährten kaufen, beziehungsweise diese Crates hier für unsere Lieferanten da. Und ansonsten, ja, hier gab es, glaube ich, nur was für Jedi. Aber das war ganz interessant, dass wir uns dann praktisch von diesen Data Crystals dann auch da Geschenke und sowas kaufen können, beziehungsweise diese Crates. Fand ich ganz gut und nützlich zu wissen. Und ja, wir wollen auf alle Fälle dann nachher noch unser Schiff mal anschauen. Da dürfte ja Senja sein. Doch vorher gehen wir natürlich zu Dr. Ogorob. So, kann ich wieder was sehen? Hallo, geh mal weg. Danke. Gehen wir zu Dr. Ogorob und ich hoffe, dass es mit dem Nektar diesmal geklappt hat. Ich weiß sonst echt nicht, was der will. Will der ein Kissen?
Aber was will denn ein Hutte mit einem Kissen? Die sind doch bestimmt eh viel zu klein. Außerdem kriecht der doch auch überall rum. Mit seinem schleimigen Körper da. Ach, der Nektar wird's schon tun. Was will der denn mit Non-Perishable? Ach, egal. Komm, wir fragen einfach mal. Commander, do you care to tell me what that protocol droid was doing near the lab's air circulators? That divine fragrance. Is that Alderaanian nectar? Yes, aromatherapy, of course. Inspiring the mind by inspiring the senses. I dare say that droid has actually had a brilliant idea. Ah, yes. I must create. Als ob der auf den Nektar steht. Ich fasse es nicht. Der steht auf den Nektar. What? Ja, cool. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also da habe ich doch mal einen richtigen Riecher gehabt. Ah! Ja, okay. Entschuldigung. Der musste sein. Der musste sein. Der war naheliegend. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Das musste doch sein. So, Underworld Logistics. Guten Tag. So, ich hoffe, dass es hier auch gepasst hat. Hey, Commander, want a sandwich? That C2 droid just came and dropped off a crate of packed lunches for us. They're pretty tasty. That droid can cook. And they're all neatly packed up, too. Our pilots can just grab a few when they go out on a run. Maybe I had that droid figured wrong. Thank him for us, would you? Ja, wunderbar. Und da sind doch die Nächsten glücklich gemacht. Das wusste ich doch. Dass die ganzen Kopfgeldjäger, Banditen und Raumpiloten, die jetzt für uns arbeiten, immer mal eine kräftige Mahlzeit gebrauchen können. Und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass die Kisten für die Jedi sind, beziehungsweise diese kalorienarme Nahrung für das Militär, damit die Soldaten nicht irgendeinen Ranzen bekommen. Hallo, Igo. Commander, that C2 droid just did something kind of amazing. He's modified the food processors in our barracks, and now everything they're making is nutritionally optimized. Some of the troops might complain a bit, but this will be great for keeping our forces in fit fighting shape. If you see that droid, thank him for me. Ach, das ist doch genial. Das ist alles aufgegangen. Ach, das ist ja wunderbar. Oh, Gott sei Dank. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte nämlich am Anfang ganz vergessen, dass diese Essenschips kalorienarm sind. Und deswegen habe ich die leider zu den Hutten gegeben. Und da war der Hutte nicht so glücklich, nein. Da war er nicht glücklich. So, Sana Rhea oder Ray oder wie auch immer. Commander, C2N2 brought cushions and padded our seats. The padding reduces discomfort and distraction. Thank it for us. Kurz und schmerzlos. Ja, sehr, sehr gern. Habe ich sehr gern gemacht. Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass jetzt der Druide das ganze Lob bekommt. Also ein kleines bisschen Danke auch an mich. Da hätte ich mich schon gefreut. Denn ich war doch derjenige, der gesagt hat, hier, gebt denen das und jenes. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, Dr. Ogorob mal dieses Teil dazu geben, was ich habe. Schade. Aber vielleicht können wir das nach der Quest ja immer noch machen. Wir gehen erstmal zurück zu unserem C2N2. Und dann freut er sich hoffentlich auch und bedankt sich nochmal. Und dann gibt es bestimmt tolle Sachen für uns. Und dann gehen wir zu unserem Schiff. Versprochen. Master, were our comfort enhancements well received? Yeah, it went well. Everyone is surprisingly happy with what you've done. Oh my, appreciation. This news fills me with such happiness. Oh dear, my joy circuits are overloading. I'm sorry, Master. I must avoid further stimulation. Please, excuse me. Was zum Henker ist da denn passiert? What? Spread optimized comfort and cheer throughout the Alliance base on Odessen. Ach, guck an. Das kann man jede Woche machen. Wie cool ist das denn? Ah, nice. Das ist natürlich echt nicht schlecht. So. Find Senya board your starship. To find the Findsman. Naja. Has sent you to recruit, bla 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 bla, being both Findsman and Ah, ja, okay. Ach, wir fliegen sozusagen jetzt immer mit unserem eigenen Schiff nach Sakul. Das ist natürlich nicht schlecht.
Das Lustige ist ja, das Kapitel gibt es schon so lange und ich bin, glaube ich, der einzige Spieler hier auf dem Server, der seine Allianz noch nicht so gut gestärkt hat. Aber morgen kommt ja, nee, heute kommt es ja schon raus, wenn ich die Folge aufnehme. Ja, nice. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, dahin zu gehen, ne? Ich muss mal dahin gehen. Es tut mir ja leid. Aber wir haben noch Zeit. So, deswegen gehen wir mal zu Underworld Logistics. Das ist gerade hier um die Ecke. Und geben da mal was ab. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Und da ist eine Quest. Wieso ist da schon wieder eine Quest? Was? Your gifts unite us and we grow to understand that we work... Ach so. Keep up the good work. Weil wir aufgestiegen sind, oder was? Moral continues to climb with each supply, cache and recruit that you haul in. Keep bringing us the tools to succeed and we'll keep sharing the Eternal Empire's force as a force that's not to be underestimated. My desire to create intensifies with each new resource that you reward us from the field. Alles klar, das ist natürlich nice. Dass sie sich da immer bedanken. Credits bekommen wir auch noch. Ach, das finde ich schön. Das heißt also, wenn ich jetzt... Kann ich hier überhaupt was abgeben? Hey, Commander, what's going on? Gifts, smuggled goods. I found some useful things for you. Genau. You proceed with this transaction. Aha. Special Alliance Rewards. A locked crate containing a wide variety... Ja, genau. Ja, genau. Oh, nice. I'll sift through this and see what we've got. Turn in more smuggled goods. Oh, ich habe noch eins. Ach so, nein, kann ich nicht. Getting by in the underworld takes 3 things. The right friends, the right information, and credits. Best thing you can do is keep an eye out for good people that can be convinced to join us, and for any underworld information you can get your hands on. The more people we get and the bigger our contact network gets, the smoother things are gonna go here. Fly safe. Okay, cool. Heißt das, dass wir da jetzt auch wieder zu diesem Datapad gehen können? Wir sind jetzt Rang 3, stand da. Das würde mich mal interessieren, aber da taucht zumindest nichts auf. Nö. Okay, interessant. Aber das ist nicht so schlimm, denn hier... Oh. Hui. Hä? Ist das... Nee. Aber es sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, was will ich denn jetzt damit? Ach du Heiliger, was ist denn das für ein Quatsch? Nee, das brauche ich eigentlich wirklich gar nicht. Underworld, gut. Haben wir da irgendeinen? N. Haben wir irgendjemand für Underworld? KotFE, Senja, Nico Okar. I'll go. Got a headache you wouldn't believe. Oh, ja, das glaube You ich. can buy me around later. Da, bitteschön für dich. I think I'm choking up. Yeah, that's very, very cool. Fine by me. Okay. Could use the company. Ja, das denke ich auch. Ich mag dich auch, wenn du da bist, Lana. Ich mag dich auch. So, wir haben so viel Quatsch jetzt dabei. Ach, Mann, wir müssen mehr ordnen. Wir müssen mehr wegschmeißen. Die ganzen alten Sachen. Ist halt nur bedauerlich, dass es die dann nie wieder gibt, ne? Oh, hier geht's... Hä? Ach so, da ist die Tür. Da ist die Tür. Personal Starship Landing Zone. Oh Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt gerade. Aber da ist endlich unser eigenes Schiff. Oh Mann, wie lange... Oh, da ist es. Da ist es, Leute. Oh, das ist so cool. Das ist einfach richtig cool. Oh. Ja. Unser eigenes Schiff. Das ist einfach... Man hat halt so lange gewartet da drauf. Wisst ihr? Viel zu lange. Da ist auf alle Fälle Senja. It's impressive, you know. People from all over the galaxy want to stand behind you.
Tja. It's my destiny. What's really on your mind? It's not enough. We'll need every last one of them and more to make this work. I was worried Heskel had blinded you with his certainty, like he did with the Scions. He would have them die as he did because their deaths were foreseen. Their visions provide great insight, but they're not infallible. Reminds me of the Heralds of Zildrag. There's another leader who paid for his certainty. Say what you will about Valkorion, but he at least considered the viewpoints of others. He listened to me, most of the time. He didn't... He would never have done what Arcann... What is it? I told you before that Arcann had a brother, Thexan. They were inseparable until his death. Vaylin told me during our fight. Arcann murdered Thexan. His own brother. Maybe if I had raised him... Your fight with Vaylin. What happened? What she had to say, it struck me down to my core. Paralyzed me. She slipped away. Now, more than ever, I realize my children must be stopped, and that I have to make peace with the choices I've made. Whatever you've done to get here, I hope you can do the same. She raises a good question. How do you look back on your path to this moment? Oh, Valkorion. Dass du dich ja auch mal wieder reintraust, ha? Tja, wie schauen wir auf unseren Pfad zurück? Ich muss gestehen, I have no regrets. I made the decisions I felt were right. That's about all any of us can ever do. A life without regret is a life well lived. Though I suppose it remains to be seen whether you will ultimately succeed. Personally, I see you defeating Arcann. Others on this world disagree. What does that mean? Who disagrees? You will learn soon enough. He's out there somewhere. Our own father, plotting against us. He's not the only one. After I told Mother that you killed Thexan, she probably wants your head. But it's not a problem. You have the throne, the fleet, this whole empire. You are as safe from her as can be. I wish Thexan could be here now. He'd see I was right to challenge Father. Imagine it. The three of us ruling this empire as it was meant to be ruled. I'd like it if Thexan were here too. But that's no longer possible. Doesn't matter. Father has a new favorite. He wants the Outlander to take all of this from you. I'll die before I let that happen to us. Of course you will. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Vaylin das so einfach hinnimmt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die hat da irgendwas vor. Und wieso sind wir jetzt auf einmal hier draußen? Und nicht bei unserem Schiff? Das kann mir wahrscheinlich auch keiner erklären. Na, super. So, wir machen die Folge auch gern heute ein bisschen länger. Das ist absolut kein Problem. Oh. Hier geht die Party ab. What is all this? It's your first official speech as Alliance Commander. I'll have to thank everyone for their vote of confidence. There was no vote, no meetings, no debates. It's simply the way it is. The way it's been since the day you arrived.
Everyone knows it. It's just official now. I thought you hated titles. I hate having one, but I do love granting them. They're looking to you to guide them to greatness as only you can. Take them there. All of us here, we know about loss, don't we? We've lost loved ones, friends. We've been beaten down time and again. Our lives have been taken from us. It almost feels like our destiny. But not one of you has given up. You've stuck it out through your losses. You've come together to build, to create, to fight. And I appreciate each and every one of you. Working together, the galaxy won't have to live under the threat of a tyrant. Together, we will remove Arcann from the throne, and we will prevail. They have come so far. Indeed, they have. They still have far to go. But at this rate, they could one day pose a challenge to the Eternal Empire. Perhaps. A pity so many of them will have to die. Boah, Gänsehaut, wenn Darth Maul und Satir Shan da stehen. Completed Chapter 9 of Knights of the Fallen Empire. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Und das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Genau der perfekte Zeitpunkt. Hier, das ist diese letzte Szene, Leute. They still have far to go, but at this rate they could one day pose a challenge to the Eternal Empire. Perhaps a pity so many of them will have to die. Das ist so, da steckt so viel Macht einfach in Satir Shan und Darth Maul. Aber warum sind die nicht da? Warum helfen die nicht? Und die sind doch auch auf dem Planeten, habe ich das richtig gesehen? Und Wahnsinn. Und warum sagt Darth Maul, a pity so many of them will have to die? Das ist ja auch mal was Neues von Darth Maul. Aber cool. Alter Schwede, guckt euch das an. So viel Influence, viele Credits. Und was bekommen wir hier? Bolt Blasters Body Armor, okay. Und die sieht sogar ganz hübsch aus. Ist halt nur irgendwie ein bisschen schade. Ja, ich nehme die hier, aber ich habe halt einfach dann keine Accuracy mehr, ne? Und ich würde auch niemals eine andere Brust nehmen. Wenn ich ehrlich bin. Also, das ist Arceseus Anzug, wenn man so will. Den hat er schon seit Level 20, 30, irgendwie sowas. Ich glaube, auf Nar Shaddaa hat er den mal gefunden bei dem Loot. Leute. Das ist es gewesen. Kapitel 9 und Kapitel 10. Coming soon. Ja, das ist halt das Geile. Also, wenn ich die Folge aufnehme, dann ist das heute. Also, ihr kriegt die Folge heute und... Oh, das wird so spannend. Die Frage ist halt, wollen wir das jetzt hier auch noch übernehmen? Muss auch noch schnell machen, ich weiß es nicht. Ja, komm schnell. Komm schnell, wir quatschen schnell mit denen. Story Arc, The Star Fortress. Das ist der Flashpoint, ne? You don't look too happy, Theron. What is it? They were mounting a resistance. Locals, Imperials, they had resources, a plan, a base of operations. Miot was arranging to smuggle weapons. Gone. They're all gone. The Star Fortress over Bathawui vaporized every last trace, every last rebel, and then just moved on like it didn't matter anymore. There must have been collateral damage in that strike. They'll need our help. Baywanego is reaching out through back channels trying to assess the situation. We've barely got enough supplies for our own people. The Star Fortresses are battle stations, deadly and pervasive. Arcann's way of keeping the galaxy pliant.
So many worlds we can't even contact because of these things. There are dozens, maybe hundreds. We've tried everything to learn about their inner workings. Weaknesses, nothing. And now this. Right now they're suppressing, but that's just to bide their time. I feel it, Commander. Arcann's got a plan for those things. The kind of plan you don't recover from. If the Gravestone's weapons are so effective on the Eternal Fleet, it should be useful against these battle stations. The Gravestone's powerful, but these things have taken out destroyers without getting even a scratch. No Gravestone, then. But there has to be a way. Without the faintest clue of what we're up against, it's a massive risk. All right. We have to do something. I'll go too. Try to make heads or tails so we know how to deal with them. It's going to work. We'll figure this out. I sure hope so, Commander. Sure hope so. So. Haben wir das auch noch abgehakt. Das wäre dann also praktisch... ist es dann nicht eigentlich so ein Flashpoint? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Ah, Leute, hier geht so viel ab gerade. Das ist ja unglaublich. Hier geht so viel ab gerade. Das ist echt der Wahnsinn. Aber es ist cool. Es ist verdammt cool, finde ich. Board your personal starship mit dem größten Vergnügen. Ups. Hey, ich will einen Screenshot. Ich will ein cooles Foto. Von meinem Schiff. Wow. Okay. Och, endlich wieder rein ins Vergnügen. Och, genial. Das fühlt sich einfach jetzt schon gut an. Coming soon, play. Kann ich es jetzt schon spielen? Wieso ist hier keiner? Meine Crew. Ich vermisse sie ein bisschen. Ist echt schade. Und guckt mal, wie viel Zeug wir haben. Als ob. Das sind jetzt Common Data Crystals. Ernsthaft? Okay, das ist genial. Zum Glück habe ich mir die permanent aufgehoben, die Teile. Ach, wie cool. Und wie viel Zeug wir hier einfach haben. Wir haben echt noch... Wir haben enorm viel. Aber wird das jetzt nicht... Ich denke, man kann das jetzt stacken. Ach, das passiert alles mit dem Patch heute, Leute. Okay, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich das ja alles ein bisschen aufräumen. Weil man dann bis zu 1000, glaube ich, stacken kann. Und das ist natürlich ganz nice. HK51. HK51 ist da. Ach, das ist ja cool. Hallo, HK. Rumination. It appears many of my fellow HK-51 units will remain frozen indefinitely. What an inefficient fate. This gives my processors pause. Was it always the Maker's will that I alone would complete our programmed function to liquidate undesirables? You think too much. Oh, oder andere sind vielleicht ein bisschen free. If I could reactivate you, there's hope for the rest of your production line. Admission? That is a pleasing theory, Master. Becoming the vanguard of my production line's return would be flattering. Conjecture. The galaxy would be a different place if my transport had not crashed. Many Republic undesirables would be long since liquidated. By my calculations, HK-51 units would have ended the war 5.32 years ago, with the Republic's complete collapse into anarchy. Anarchy, gutes Stichwort. Aber sag mal, ist das jetzt nicht einfach ein Gespräch, was normalerweise stattfinden würde, wenn wir jetzt nicht hier wären? Also nicht in dieser Erweiterung? Also, hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Our time will come. Better late than never. Lament. I abhor lateness, Master. The inefficiency irritates my circuits. Manifesto. It is my highest function to see the Republic fall. Its destruction will be a lesson to all who oppose the Sith-Empire. Observation. This has been a highly productive interaction. I have a renewed sense of purpose. Thank you, Master.
Oh mein Gott, das war noch ein Gespräch, was vorher stattfand, vor der Erweiterung. Nein. Oh, jetzt ist er wieder hier. Ach, guck mal, jetzt hat er auch den eigenen Skin. Kann ich den da jetzt auch benutzen? Ist er noch da? Der taucht hier ja überhaupt nicht. Doch, hier ist er. Ach doch, okay. Ah, deswegen, alles klar. Ach, ist das schön. Hier, coming soon, Anarchy in Paradise. Leute, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Bald geht's los mit der neuen Erweiterung. Am besten dann gleich morgen hier auf diesem Kanal. Wir sehen uns. Bis dann. Also mit dem neuen Kapitel.